Wir dachten nie, dass ein Wort mit 6 Buchstaben so viele hitzige Diskussionen auslöst. Deshalb wird es Zeit, dass wir heute darüber sprechen. Es geht um lecker. Ähnlich wie Tschüss finden viele, dass man lecker in Österreich nicht sagen soll, ja sogar nicht sagen darf. Warum das so ist und was noch alles dahinter steckt, lernt ihr jetzt. Los geht's! Grüß euch, wir sind Nati und Verena aus Salzburg. Bei uns dreht sich alles um das Deutsch und das Leben in Österreich. Wir begleiten euch auf eurem Weg vom ersten Kontakt mit dem Dialekt bis hin zum Moment, wo Gespräche verstehen kein Problem mehr ist. Wir haben schon oft das Adjektiv lecker in unseren Videos verwendet. Viele von euch haben uns in den Kommentaren geschrieben, dass ihr lecker überhaupt nicht als österreichisches Wort empfindet. Das hat uns neugierig gemacht, weil wir es tatsächlich typischerweise verwenden, wenn wir Essen richtig gut finden. Voll lecker! Also vielen Dank für eure Kommentare. Wir freuen uns immer über diesen Austausch. Bei der Recherche zu diesem Video haben wir schnell gemerkt, wie emotional diese Lecker-Debatte ist. Schaut euch diese Kommentare an, die wir auf unserem Kanal, aber auch in anderen Artikeln im Internet gefunden haben. Ihr sagt tatsächlich lecker und wollt Österreicherinnen sein? Das Wort lecker gehört nicht zu meinem Wortschatz. Weil es einfach schier ist. Ich finde, es geht einfach gar nicht. Lecker ist sicher nicht österreichisch. Lecker geht gar nicht. Diesen Kommentaren zufolge ist lecker ein absolutes No-Go in Österreich, oder? Nicht so schnell. Wenn wir uns diese Grafik anschauen, sieht es aber tatsächlich so aus, als ob lecker in Österreich nicht typisch ist. In der ersten Grafik geht es um die Frage, ob man mit lecker antwortet, wenn die Bedienung fragt, ob das Essen geschmeckt hat. Bis auf 2 Regionen ist lecker in dieser Situation unüblich in Österreich. Interessant ist, dass sich das in der zweiten Situation, die wir auf dieser Grafik sehen, ein bisschen ändert. Hier geht es darum, ob wir lecker gegenüber Kindern verwenden. Und da sehen wir, dass lecker tatsächlich geläufiger ist, auch bei uns in Österreich. Auch diese Grafik zeigt, dass lecker zwar nie so weit verbreitet ist wie in Deutschland, aber immerhin vorkommen kann. Naja, so ganz überzeugt sind jetzt sicher noch nicht alle. Aber warum ist denn lecker so ein emotional geladenes Wort? Was steckt wirklich dahinter? Es geht um mehr als nur ein Adjektiv, das etwas als gut schmeckend bezeichnet. In diesem Artikel haben wir ein Interview mit dem Sprachwissenschaftler Manfred Glauniger von der Uni Wien gefunden. Er erklärt darin, dass die Diskussion über lecker für viele auch etwas mit der österreichischen Identität und der Abgrenzung zu Deutschland zu tun hat. Für viele gilt lecker als typisch bundesdeutsch und eben nicht österreichisch. Denn lecker kommt aus dem Mittelhochdeutschen. Das mittelhochdeutsche lecker meinte ursprünglich, was gut zu lecken ist. Und lecken meint eigentlich mit der Zunge über etwas streichen. Auch im Niederländischen gibt es ein ähnliches Verb, licken. Lecker ist aber nur eines von vielen Beispielen, das eine Diskussion auslöst. Debatten um spezifische Wörter gab es aber gefühlt schon immer. Denn Sprache ist einfach ein wichtiges Werkzeug zur Konstruktion von Identität, wie Herr Glauniger sagt. Was aber bei lecker besonders ist, es spielt nicht nur die Wortherkunft allein eine Rolle, sondern es geht auch um Kulinarik. Ein weiteres wichtiges und sensibles Thema. Denn auch Essen und Trinken gehört für viele zur österreichischen Identität. Manfred Glauniger merkt aber an, dass sich hinter den typisch deutschen oder typisch österreichischen Begriffen oft nicht mehr als Stereotypen oder Klischees verbergen. Der Sprachwissenschaftler wagt sogar die Prognose, dass sich die Lecker-Debatte irgendwann glätten wird und wahrscheinlich in den alltäglichen Sprachgebrauch in Österreich übergehen wird. Was? Sicher nicht! So wie Tschüss eben, das früher und zum Teil immer noch heute von vielen als bundesdeutsch und nicht österreichisch angesehen wird. Spannend! Was meint ihr? Zumindest ein paar Kommentare, die wir gefunden haben, deuten darauf hin, dass lecker in Österreich immer salonfähiger wird. Bei lecker spalten sich tatsächlich die österreichischen Geister. Meine Frau aus Niederösterreich nutzt es normal und regelmäßig. Ein guter Freund von uns, ebenfalls Niederösterreich, aber ganz andere Richtung, nutzt es gar nicht. Ich sage immer lecker und bin Österreicherin. Danke, dass ihr zeigt, dass lecker ein ganz gewöhnliches und gebräuchliches Wort in Österreich ist. Ihr seht also, wie immer gibt es nicht nur schwarz oder weiß. Das ist es, was wir an der Sprache und an den verschiedenen Varietäten und Dialekten so lieben. Es gibt viele Grautöne und alle sind wertvoll.
Deshalb schauen wir jetzt noch auf Alternativen zu lecker. Was sagen also all jene, die lecker so ein richtig abscheuliches Wort finden? Und wie sagen sie dann, wenn sie Essen und Trinken richtig lecker finden? Das wollte auch der Supermarkt Hofer oder Aldi, wie er in Deutschland heißt, in einem Post auf Facebook wissen. Und zwar hat Hofer gefragt: Was verwendest du, wenn dir etwas so wirklich schmeckt? In den Kommentaren haben wir diese Alternativen gelesen. Das schmeckt aber gut. Das schmeckt mir sehr gut. Gut oder sehr gut oder Varianten davon. Zum Beispiel saugut, urgut, super, geschmackig, spitze, leiwand, köstlich, ausgezeichnet. Und übrigens, es gibt auch viele andere Begriffe, die sich von lecker ableiten, wie zum Beispiel Leckerei oder Leckerbissen oder Leckerschmecker. Habt ihr das schon einmal gehört oder verwendet? Und gibt es noch andere Begriffe, die ihr statt lecker verwenden würdet? Lasst uns das gern unten in den Kommentaren wissen. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir sehen uns nächsten Samstag zu einem neuen Video wieder. Bis dahin, wie immer, nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch in Österreich. Doppelt so viel Spaß. Ja, grüß euch. Seid schon dahin? Ja dann, pfiat euch. Gehst schon? Ma schade. Pfiat dich.